Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr. Absolut. Und heute ist wirklich ein kleiner Meilenstein für uns, ne? Es ist nämlich Tag 120 unseres gemeinsamen Lernens. Wow, Tag 120 schon. Das ist echt super. Und für heute haben wir uns ein Thema ausgesucht, das, glaube ich, jeden von euch im Alltag begleitet. Genau. Das heutige Thema ist Selbstbewusstsein. Also speziell dieses Selbstvertrauen im Alltag, wie wir Entscheidungen treffen und unser eigenes Auftreten. Ein extrem wichtiges Thema. Und unsere Mission für heute ist ganz klar. Wir besprechen 15 wichtige Wörter, die ihr im Alltag oft hört und natürlich auch selbst benutzen könnt. Richtig. Und bevor wir da voll reingehen, hast du nicht noch einen Lerntipp für unsere Zuhörer? Oh ja, stimmt. Also ich empfehle euch heute mal die sogenannte Shadowing-Technik. Das klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Okay, wie funktioniert das genau? Ihr müsst einfach nur gut zuhören und ganz besonders auf die Aussprache und den Rhythmus unserer Sprache achten. Und dann sprecht ihr die Wörter einfach leise nach. Ah, wie ein Schatten quasi. Sehr cooler Tipp. Und noch ein kleiner Hinweis von mir. Bleibt unbedingt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story, in der alle 15 Wörter vorkommen. Genau. Also lass uns direkt starten. Wir beginnen mit der Basis des Selbstbewusstseins, also damit, wie wir auf andere Menschen wirken. Ja, und da sind wir auch schon bei unserem ersten Wort, einem Substantiv. Es lautet das Auftreten. Das Auftreten. Also die einfache Erklärung dafür ist die Art des Verhaltens vor anderen. Wie bewege ich mich? Wie stehe ich? Auf Englisch übersetzen wir das mit Demeanor. Also Demeanor. Genau. Ein typischer Beispielsatz für den Alltag wäre, ein sicheres Auftreten hilft in Verhandlungen. Das stimmt absolut. Aber sag mal, wie kann man denn so ein sicheres Auftreten überhaupt üben? Das ist ja oft gar nicht so leicht. Ja, das ist eine gute Frage. Ich stelle mir das immer wie eine Analogie vor. Es ist eigentlich wie ein unsichtbares Kleidungsstück, das man jeden Morgen anzieht. Man entscheidet sich bewusst dafür. Oh, das ist ein schönes Bild. Und wenn man dieses Kleidungsstück anhat, dann führt das direkt zu unserem zweiten Wort. Das ist nämlich Wirkung. Richtig, die Wirkung. Die Erklärung hier ist der Effekt, den man auf seine Mitmenschen hat. Und auf Englisch sagt man dazu Impact. Genau, Impact. Der Übergang ist hier ganz logisch. Ein gutes Auftreten hat automatisch eine positive Wirkung auf andere. Ja, das merkt man sofort, wenn jemand den Raum betritt, ne? Absolut. Aber nur gut aussehen reicht ja nicht. Man muss auch etwas können. Und das ist unser drittes Wort, die Fähigkeit. Die Fähigkeit, das bedeutet einfach das Können oder ein bestimmtes Talent, das man hat. Auf Englisch ist das Ability. Ability, ja. Und ein wichtiger Satz dazu, man sollte seine Fähigkeiten nicht verstecken. Das machen leider viel zu viele Menschen. Ja, leider. Aber weißt du, Fähigkeiten werden ja eigentlich erst dann für andere sichtbar, wenn man auch wirklich etwas tut, wenn man eine Leistung zeigt. Ah, perfekter Übergang. Das ist unser viertes Wort. Die Leistung. Genau. Die Leistung ist das Ergebnis einer Anstrengung. Wenn du also deine Fähigkeit benutzt, um etwas zu schaffen. Auf Englisch übersetzen wir die Leistung mit Performance. Performance, richtig. Ein Beispiel wäre, seine sportliche Leistung war heute wirklich beeindruckend. Das verstehe ich. Aber um so eine Leistung überhaupt zu bringen, braucht man einen inneren Antrieb, oder? Ja, total. Und das bringt uns zum fünften Wort. Die Überzeugung. Die Überzeugung. Das ist die Erklärung für einen festen Glauben oder eine sehr feste Meinung zu einer Sache. Auf Englisch nennen wir das Conviction. Conviction. Ein Beispielsatz für euch? Er spricht mit großer innerer Überzeugung. Das bedeutet, er zweifelt nicht an sich selbst. Und das ist eine super Basis, ne? Ja, das ist ein tolles Fundament. Aber wenn man diese innere Überzeugung hat, dann muss man sie ja auch in Taten umsetzen. Richtig, wir müssen aktiv werden. Und deshalb schauen wir uns jetzt die Verben an. Und ganz wichtig, wir nennen euch bei jedem Verb auch die Perfektform für die Vergangenheit. Super wichtig für das B1-Niveau. Also, das erste Verb hier ist überzeugen. Überzeugen. Das bedeutet jemanden gewinnen, jemanden auf seine Seite ziehen. Auf Englisch ist das to convince. To convince. Und die Perfektform lautet hat überzeugt. Genau. Ein Satz aus dem Alltag, er konnte die Jury von sich überzeugen. Sehr gut.
Wenn man Leute überzeugt, dann kann man auch seine Ziele verwirklichen. Und da sind wir beim nächsten Verb. Erreichen. Erreichen. Das heißt, ein Ziel in die Realität umsetzen. Auf Englisch to achieve. To achieve. Und im Perfekt sagen wir, hat erreicht. Ein Beispiel. Sie hat ihr großes Ziel endlich erreicht. Ein tolles Gefühl. Aber auf dem Weg dahin muss man manchmal auch für seine Meinung kämpfen. Das nächste Verb ist vertreten. Vertreten. Die Erklärung dafür ist, eine Position zu repräsentieren. Auf Englisch heißt es to represent. To represent. Und das Perfekt ist, hat vertreten. Ein wichtiger Satz für den Beruf ist zum Beispiel, sie kann ihren Standpunkt klar vertreten. Das braucht man oft in Meetings, ne? Und wenn man das gut macht, kann man auch neue Aufgaben bekommen. Das nächste Verb lautet übernehmen. Übernehmen bedeutet, eine Aufgabe anzunehmen, also aktiv Ja zu sagen. Auf Englisch to take over. To take over. Das Perfekt ist, hat übernommen. Ein Beispielsatz wäre, ich möchte im neuen Projekt mehr Verantwortung übernehmen. Das klingt alles super, aber da muss ich mal kurz eine kritische Frage stellen. Ja, gerne. Schieß los. Ist es nicht total schwer, eine Meinung zu vertreten, wenn man genau weiß, dass die anderen einen sofort beurteilen? Ah, das ist ein sehr guter Punkt. Und du hast da schon unser letztes Verb eingebaut. Beurteilen. Genau. Beurteilen heißt, sich eine Meinung über jemanden zu bilden oder etwas zu bewerten. Auf Englisch to assess. To assess. Und das Perfekt hat beurteilt. Ein Satz dazu. Man kann einen Menschen nicht sofort beurteilen. Ja, aber trotzdem machen das die Leute ja ständig. Wie geht man damit um? Weißt du, echtes Selbstbewusstsein bedeutet eigentlich nur, dass man lernt, dieses Beurteilen einfach auszuhalten. Die Leute werden immer urteilen, das kann man nicht stoppen. Aber man darf sich davon nicht blockieren lassen. Oh, wow, das ist ein starker Gedanke. Man muss es einfach aushalten. Bevor wir jetzt zu unseren Adjektiven kommen, haben wir noch eine kurze Mitteilung für euch. Wenn euch unser täglicher Deutsch-Podcast hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So verpasst ihr keine neue Folge. Genau, das hilft uns sehr, danke euch. So, weiter geht's mit den Nuancen des Selbstvertrauens. Wir schauen uns jetzt ein paar Adjektive an. Ja, wie beschreiben wir diese Gefühle, wenn wir so selbstbewusst handeln? Das erste Adjektiv ist Bewusst. bewusst. Das bedeutet absichtlich oder wenn man etwas ganz klar erkennt. Auf Englisch übersetzt man das mit conscious. Conscious. Ein super Ratschlag ist, sei dir deiner Stärken stets bewusst. Das vergisst man im Alltag total oft, ne? Ja, leider. Aber wenn man das macht, dann wird man auch freier. Das führt uns zum nächsten Adjektiv, unabhängig. Unabhängig heißt, man ist frei von fremder Hilfe oder eben frei von der Meinung der anderen. Auf Englisch independent. Independent. Ein Beispiel, er trifft seine Entscheidungen unabhängig. Ein sehr starker Zustand. Und wenn man so handelt, dann passiert oft ganz schnell etwas. Und zwar Unmittelbar. unmittelbar. Die Erklärung dafür ist direkt, also ohne Umwege. Auf Englisch sagt man immediate. Immediat. Ein Beispielsatz für euch. Das hatte eine unmittelbare Wirkung auf mich. Und wenn man das öfter macht, dann wird das zu einer Eigenschaft. Das nächste Wort ist Grundsätzlich. Grundsätzlich bedeutet prinzipiell oder generell. Auf Englisch ist das fundamentally. fundamentally. Ein schöner Satz über sich selbst könnte sein: Ich bin grundsätzlich ein sehr mutiger Mensch. Ja, und wenn all diese Dinge zusammenkommen, dann haben wir noch ein letztes Wort für heute. Erheblich. Erheblich. Das bedeutet einfach sehr viel oder sehr groß. Auf Englisch heißt es significant. Significant. Also, wenn wir das mal zusammenfassen, wer sich seiner Stärken ganz bewusst ist, der wird unabhängig von der Meinung der anderen. Ja, genau. Und das ist doch eine erhebliche Verbesserung für das ganze Leben, oder? Absolut. Es hängt alles direkt zusammen. Es ist wirklich eine erhebliche Steigerung der Lebensqualität. Perfekt. Und genau das wollen wir euch jetzt in einer echten Situation zeigen. Wie versprochen, kommt jetzt unsere Mini-Story. Hört gut zu, hier verstecken sich alle 15 Wörter, die wir heute gelernt haben. Also gut. Stellt euch vor, unsere Kollegin Anna steht morgens vor der Glastür des Konferenzraums. Sie ist wahnsinnig nervös.
Aber Anna atmet tief durch. Sie macht sich ihrer eigenen Fähigkeiten ganz bewusst. Sie weiß, sie hat sich gut vorbereitet. Genau. Sie öffnet die Tür und ihr Auftreten ist total ruhig. Und das Spannende ist, sie merkt sofort, dass das eine unmittelbar positive Wirkung auf die Leute hat. Richtig. Anna möchte heute nämlich eine starke Leistung zeigen. Ihr Plan ist es, ein ganz wichtiges Ziel zu erreichen. Und dafür spricht sie mit einer unglaublichen Überzeugung. Sie möchte den gesamten Vorstand von ihrer neuen Idee überzeugen. Was echt nicht leicht ist. Aber obwohl Anna grundsätzlich eher etwas zurückhaltend ist, kann sie heute jeden kritischen Standpunkt souverän vertreten. Ja, sie sagt am Ende sogar ganz mutig, dass sie ab sofort die Hauptverantwortung für dieses Projekt übernehmen möchte. Ein Riesenschritt. Und sie macht das völlig unabhängig von ihren alten Zweifeln. Sie hat gelernt, dass es nicht so wichtig ist, wie die strengen Chefs sie in dem Moment beurteilen. Exakt. Und durch diesen Mut ist ihr eigenes Selbstvertrauen am Ende des Tages erheblich gewachsen. Eine super Geschichte, finde ich. Und eine tolle Übung für euch, all diese Wörter im Kontext zu hören. Auf jeden Fall. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt eure eigenen Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Das ist eine fantastische Übung. Genau. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über ein neues Thema, Polizei und Sicherheit. Das wird auch sehr spannend. Oh ja. Aber bevor wir für heute Schluss machen, überlegt heute Abend mal kurz, in welcher Alltagssituation könntet ihr morgen schon ein kleines bisschen unabhängiger handeln, ohne euch davon beeinflussen zu lassen, wie andere euch beurteilen? Das ist eine super Frage zum Nachdenken. Nehmt das mal mit in euren Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.